Wer ist der schnellste Autowäscher? In diesem Video finden wir es heraus. Ich muss mir immer wieder Kommentare von meinen beiden Mitarbeitern Tim und Marcel und auch von euch Abonnenten teilweise anhören, dass ich doch nur so tue, als würde ich Autos aufbereiten und gar nicht arbeite. Deswegen dachte ich, ich muss euch mal beweisen, dass ich tatsächlich weiß, wovon ich rede und möchte mal zeigen, wie schnell ich es schaffe, ein Auto zu waschen. Und damit ich wirklich eine Herausforderung habe, habe ich mir nicht irgendjemand als Gegner geholt, sondern the one and only Benedikt von Autopflege Stelzner, Detailing verliebt. Ihr kennt ihn, glaube ich. Reflected Car Care habe ich vergessen. Auch, ja. Ihr kennt ihn, glaube ich, alle. Und ich glaube, ich habe da einen würdigen Herausforderer. Ja, ich würde sagen, Frisur sitzt. Deine auch. Ich hoffe, du hast die Telefonnummer für die Kummer-Hotline schon bereit. Ja, ich habe mir auf jeden Fall ein Auto mitgebracht. Ein schönes Auto. Mit vielen Ecken und Kanten. Unischwarz, nicht ungepflegt. Wir wollen ja hier keine Holperwäsche machen. Aber gerade bei Unischwarz muss man ja ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Und ich glaube, Vorsicht ist vielleicht nicht ganz deine Stärke. Oh, das tat jetzt aber weh. Ja. Werden wir gleich so angreifen, oder was? Ja, wir werden auf jeden Fall sehen. Ich glaube, ich werde es schaffen, tatsächlich schneller zu waschen als du. Ich muss dir nachher erst mal kurz erklären, wie so ein Waschhandschuh überhaupt funktioniert. Das ist ganz wichtig. Das ist sehr komplex. Ja. Das ist ein sehr intensives Thema. Benutzt die ja nicht so oft, glaube ich. Ne? Ja, wir waschen das haben die Jungs heute auch schon gesagt. Also ich habe denen vorhin so ein Taschentuch gegeben. Die waren schon ganz traurig. Also muss ich echt sagen. Also mein Hirschleder zum Trocknen brauche ich heute nicht, meinst du? Warum? Bist du da gar nicht so drin? Also ein Hirschleder ist nicht mehr up to date. Ach echt, ja? Na, ich dachte, gibt's schon ein bisschen was Neues. War richtig teuer. Ich dachte, das nehme ich jetzt noch. Ja, doch. Nee, kannst du im Opa zurückgeben. Okay. Jetzt Spaß beiseite. Wie wäschst du? Welche Methode nutzt du? Da gibt es ja zahlreiche auf dem Markt. Ja, also wenn ich jetzt wirklich sage, ein Auto für die Aufbereitung, eine Ein-Eimer-Wäsche tatsächlich, also nehme ich jetzt keine Zwei-Eimer-Wäsche, aber wenn ich jetzt ein Fahrzeug für eine Maintenance-Geschichte habe, also die Nachpflege von beschichteten Fahrzeugen, wo die Kunden einfach mal so nach einem halben Jahr kommen, dann schon die Zwei-Eimer-Wäsche, mehrere Handschuhe. Schon eine Methode, du weißt, wie es ist. Ne? Wie ist das bei dir? Tja, ich benutze tatsächlich nach der Autographen-Waschmethode, die du ja vielleicht auch kennst oder auch nicht, die Multi-Washment-Method. Also ich nehme einen Eimer, klares Wasser und mehrere Waschhandschuhe und hau den dann immer wieder weg, wenn ich ihn. Ja, du kompensierst das durch die Vorreinigung quasi dann, ne? Gute Vorreinigung, dass der grobe Schmutz. Ja, gute Vorreinigung und der Handschuh, sobald er schmutzig ist, kommt er weg, wird halt nicht mehr benutzt. Ne? Das heißt, ich habe aber 6 Handschuhe und sobald eine Seite dreckig ist, zweite Seite dreckig, weg zur Seite damit sozusagen. Und dann wollen wir mal schauen, was schneller ist, würde ich sagen. Wir machen jetzt erstmal die Vorreinigung, weil wenn wir gegenseitig jetzt immer im Kercher rumarbeiten, dann sind wir am Ende nass und das Auto ist auch nicht sauber. Das heißt, Vorreinigung bis zum Startschuss bereiten wir vor. Da du mein Gast bist, würde ich sogar die Vorreinigung für dich übernehmen. Habe ich Schaumparty gerade gehört? Schaumparty machen wir auf jeden Fall. Und dann, sobald das Auto vorgereinigt und nass ist, sehen wir uns zur Competition wieder. Bene, was hältst du davon, damit es ein bisschen spannender auch für die Zuschauer ist, dass wir einen Gewinn daraus machen? Wenn du gewinnst, was verlosen wir unter den Zuschauern? Ich würde sagen, muss ja ein bisschen themenspezifisch hier auch sein. Würde ich sagen, machen wir eine Flasche Bierwash und eine Flasche Sauerwash. Dann kann sich derjenige aussuchen, mit was er gerne sein Auto waschen würde. Also 2 Flaschen Autoshampoos würde ich jetzt mal hier mit draufpacken. Genau, bei dir war das eine Woche Ferrari fahren, glaube ich dann, ne? Oder wolltest du raushauen? Nicht ganz, würde ich sagen. Aber beim Thema bleiben finde ich gut. Ich würde sagen, da es ja eine Multi-Wash-Method ist, verlose ich einfach 10 Waschhandschuhe an den Gewinner. Und wenn du bei mir im Team sein willst, also meinen Gewinn hast und glaubst, dass ich schneller bin, dann kommentiere jetzt an dieser Stelle #Autolackaffen. Und bei mir Detailing verliebt. Und dann nimmst du am Ende an der Verlosung teil, wenn Bene oder ich gewinne. Let's go!
Vorarbeit ist getan, Bene. Vorwäsche ist okay. Habe ich das gut gemacht? Reicht dir das aus? Ja, ich denke, das kann man so durchgehen lassen. Ne? Akzeptabel. Okay. Genau. Also wir haben hier ein versiegeltes Auto. Ich weiß nicht, was drauf ist. Könnte eine Keramik sein von der Performance. Keine Ahnung. Gepflegte Maintenance Wash, Unterhaltswäsche. Ich hoffe, eure Autos sehen auch mindestens so aus, wenn ihr sie wascht. Also dreckiger soll das Auto nicht sein. Von daher, ich glaube, gute Ausgangsbedingungen, um zu gucken, wer schneller wäscht. Würde ich auch sagen, oder? Jetzt aber nochmal die Aufklärung. Wir gucken nicht, ob Bene oder ich besser ist, weil ich glaube, wir sind beide ganz hervorragend. Ja, ein bisschen Übung haben wir. Es geht darum zu vergleichen, ist die klassische Zwei-Eimer-Methode schneller oder die Multi-Wash-Methode, die wir auch in der Outlook-Waschmethode machen. Du hast dich für die Zwei-Eimer entschieden. Jo. Würdest du vorab einen Tipp abgeben? Schwierig. Also ich bin ja der Meinung, je mehr Wasser, desto besser ist es. Ne? Hat alles seine Vor- und Nachteile. Ne? Ich würde vorschlagen, wir machen nochmal Sauerwash drauf. Gerade bei einer Keramik macht es ja Sinn. Und dann waschen wir auf dem Shampoo. Und Eimer sind vorbereitet. Auf los geht's. Los. Für die Vorwäsche jetzt hier in der Schaumkanone hatten wir das Bierwash verwendet. Einfach nur, dass der grobe Dreck ja im Prinzip runter ist. Jetzt hier bei einem beschichteten Fahrzeug macht es mehr Sinn, Sauerwash danach aufzutragen, wenn der grobe Dreck weitestgehend drunter ist. Einfach, dass die Säure in dem Produkt hier natürlich gezielt wirken kann, dass wir die ganzen mineralischen Verschmutzungen, Mikroverkalkungen und halt gezielt anlösen können. Und einfach, dass es wirklich wirken kann. Jetzt hier macht es auch irgendwo Sinn. Da ist eine Keramik aller Voraussichtlichkeit drauf. Ganz genau weiß man es nicht, aber wir nehmen es jetzt mal an. Und ich denke auch mit Sicherheit hier zu sehen oder spannend zu sehen, ob wir hier einen Unterschied am Ende auch sehen, um diese Keramik wieder frei zu bekommen. Dafür ist so ein saures Autoshampoo halt einfach ideal. So auf 20 Liter ungefähr kann man sagen 100 Milliliter Sauerwash, also 100 Milliliter pro Eimer, oder auf 10 Liter 50 Milliliter reicht eigentlich völlig aus. Man kann es ein bisschen abhängig machen, je härter das Wasser ist. In der Gegend, wo man wohnt, vielleicht ein Tick mehr Produkt. Das ist aber normal, das ist bei allen Autoshampoos einfach gleich. Also hat man extrem hartes Wasser, vielleicht ein Tick mehr, dass man auch wirklich bestmögliche Leistung halt erzielt. Wenn ich jetzt wirklich sage, ich will eine extreme Entmineralisierung machen, also eine wirklich richtige Maintenance-Geschichte, kann ich optional sagen, warmes Wasser 1:10 in der Sprühflasche anmischen, das Auto vorher benetzen, einfach mal kurz warten, dass man wirklich die Säure ein bisschen effizienter hat. Aufsprühen, warten, einschäumen, abwaschen, fertig. Das ist eigentlich so. Das wäre jetzt so, dass, wenn ich jetzt wirklich sage, nach ein paar tausend Kilometern mache ich mal so eine Kontrollwäsche, wäre das so die vernünftigste Geschichte. Den Schritt übernehmen wir jetzt einfach in der Schaumkanone. Ich werde mal gucken, Bene. Man kann die ja hier super einstellen. Vielleicht so, ich schiele mal 1:24. Glaubst du, das macht Sinn? Ja, doch. Hauen wir es mal 1:24 drauf. Dann waschen wir beide drauf. Ich nur mit Wasser, Multi-Wash-Methode. Bene, klassische Zwei-Eimer-Wäsche mit Sauerwash im Eimer. Und ich glaube, wir haben jetzt wirklich genug gequatscht und starten jetzt los. Leg los. Feuer frei. Bene, los geht's los. Los. Und Nico, wäschst du schon oder schläfst du noch? Ach, ich wollte schon deine Seite mitwaschen, aber ich dachte, es geht so langsam da drüben bei dir. Dachte ich, helfe ich dir kurz, aber... Ja, ich habe am Anfang gedacht, lass so ein bisschen nach, dass du das Heck wäschst. Ne? Weißt ja, immer das abschieben, was man nicht mag. Ja? Hat auch fast geklappt. Hat doch geklappt. Und denk dran, immer schön in die Ritzen. Ja, das Spalten durchfeuern. Da gab es doch mal was. Das Schöne, was der Ding jetzt nicht hat. Ich kann mit dem Handschuh bis ganz unten waschen. Dreht um, hat eine saubere Seite und muss nicht dauernd hoch, runter. Mal gucken, ob es am Ende den Vorteil bringt. Ich bin gar nicht mehr gewöhnt, hier so zu arbeiten. Normalerweise gucke ich immer ein bisschen zu, trinke einen Kaffee, erzähle schlaue Dinge, wie es funktioniert, aber heute... Hört sich gut an, wie du so arbeitest. Musst mir auch mal erklären, wie du das machst. Oder? Ja. So, hat Spaß gemacht. War eine schöne Nummer, oder? Abspülen und dann sehen wir mal weiter. So, Bene, ich glaube, zum finalen Feedback kommen wir ganz am Ende mal, aber am Ende haben wir uns, glaube ich, nicht viel genommen mit unseren beiden Wäschen. Ja. Wir haben aber festgestellt, es ist keine Keramik drauf, denn jetzt ist das runter, was auch immer da drauf war. Ich würde sagen, wir machen jetzt aber wieder das drauf. Was würdest du vorschlagen? Also
gibt zwei verschiedene Varianten. Das kann man so ein bisschen abhängig machen von der Wasserhärte. Also entweder jetzt, wenn ich jetzt eine Beschichtung auf dem Auto hätte, wo ich ja im Prinzip dieses typische Problem mit Wasserflecken hätte, würde Final Touch mehr Sinn machen. Es ist zwar nicht so hydrophob wie Hydrobead, aber es ist ein sauberes Produkt. Das heißt, wenn ich jetzt nach dem Abspülen, wie jetzt hier, Wasserreste habe, entferne ich mir gegebenenfalls mineralische Verunreinigungen einfach nochmal. Und ich habe wirklich konstant eine saubere Oberfläche. Bei dem Fahrzeug ist es jetzt nichts drauf. Hier würde wahrscheinlich Hydrobead mehr Sinn machen, weil es hydrophober ist und noch länger hält. Ja, das wäre jetzt so, ja. Also du das Trockenhefe gleich mit benutzen oder erst trocknen? Sowohl als auch. Geht bei beiden Produkten. Aber ich würde es erst trocknen, dann ist es auch nicht verdünnt am Ende. Also eine pure Leistung sozusagen. Dann machen wir das. Ansonsten, wie gesagt, Auto trocknen hatten wir ja gerade gemacht und Produkt aussprühen. Man kann es entweder direkt auf die Oberfläche sprühen oder ins Tuch. Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt hier ein nagelneues Tuch, was wir jetzt haben, plus sag mal, wirklich noch ein unbenetztes Auto, ist die Kombination aus beidem eigentlich am besten. So, ich sag mal, bei dem ersten Bauteil einen Ticken mehr, dass das Tuch schon so ein bisschen vorgeprimert ist, was ja normal ist, und dann einfach ja, sauber, gleichmäßig applizieren. Das ist relativ einfach, man kann eigentlich nicht wirklich zu viel nehmen. So Überstände wie hier, diese Schlieren, die lüften ab, die verschwinden automatisch. Siehst du hier schon, wie das so ein bisschen weniger wird. Wichtig ist nur, dass es halt, ich sag mal, gleichmäßig ja, vorverteilt ist. Das war eigentlich auch schon dann die ganze Kunst. Ne? So, ich sag mal, komplette Hydrophobie ist so nach 10 Minuten ist das Beading schon richtig da. Ne? Ich würde allerdings gucken, dass ich es halt vielleicht nicht noch ungefähr am selben Tag eine Stunde später noch mal wasche, weil es so schön ist, sondern dem Produkt schlussendlich so, ich sag mal, mindestens mal einen Tag wirklich einfach mal gebe. Was ja auch, ich sage jetzt mal, realitätsfern ist, zu sagen, ich wasche das Auto eine Stunde später schon direkt wieder. Aber man muss es ja irgendwann mal dazu sagen. Wie gesagt, Beading ist so nach 10 Minuten da, dann perlt das auch wie die Sau. Und genau, ansonsten, wie gesagt, das Auto kann man problemlos machen. Siehst du ja selber hier, ist ja unischwarz und du hast eigentlich keine Schlieren. Das ist also relativ easy. Ne? Es wird jetzt nicht des Todes glatt, aber ich habe halt so gemerkt, das ist den Leuten eigentlich relativ egal. Hauptsache, es hält lang, es ist einfach eine Anwendung und es perlt wirklich gut. Ne? Und ist nicht so wasserfleckenanfällig. Und da, genau, kann es so von 8 Wochen, kann man ungefähr ausgehen, dass das hält. Ich denke, das ist eigentlich, ja, man wäscht sowieso einmal im Monat so ein Auto. Deswegen ist das eigentlich relativ entspannt und dann kann man es ja eigentlich in 5 Minuten auch nachlegen. Ja. Also relativ easy. Ne? Ich sage, wir können es ja machen, dann können wir noch ein bisschen Wasserperlen mal zeigen, oder? Das machen wir. Ja, wir müssen uns ja am Ende noch fürs Feedback-Gespräch zusammensetzen. Ja. Und in der Zeit lassen wir das Hydrobead dann aushärten und dann können wir am Ende noch mal ein paar Wasserperlen zeigen. Genau, würde ich sagen. Das ist ein guter Plan. Ne? Ich gucke dir mal zu, ich habe heute schon so viel gehabt. Ja, hast schön das Auto getrocknet, ne? Ja. So, Bene, Auto ist versiegelt. Wir haben ja gesagt, wir lassen ihm jetzt ein bisschen Zeit, bevor wir ein paar Perlenbilder, kommt also am Ende auch noch euch zeigen. Ich würde sagen, beide Methoden waren gleichwertig, ja. Oder? Also am Ende des Tages ist es, denke ich, auch eine Geschmacksfrage und auch viel eine Glaubensfrage, was mit reinspielt. Ne? Ja, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, aber wir müssen ja am Ende noch was auflösen. Ja. Da wir ja quasi ein Unentschieden erzielt haben, würde ich sagen, gibt es beide Gewinne. Also einfach die Hashtags, die ihr jetzt kommentiert habt, nehmen und einen Teil für Hashtag Autolackaffen, Waschhandschuhe, Hashtag Detailing verliebt. Die beiden Shampoos und wer natürlich schlau ist, kommentiert beides und ist dann in beiden Töpfen mit bei. Ja. Bene, danke, dass du hergekommen bist und die Challenge mit mir gemacht hast. Wann sehen wir uns eigentlich wieder? DCON 2022 sind wir dieses Jahr das erste Mal Mitaussteller. Stimmt, da freue ich mich schon mega drauf. Das wird Killer, erwartet euch viel Großes, wir haben viel geplant. Wenn du dabei sein willst, sicher dir auf jeden Fall jetzt schon deine Tickets. Wir haben limitierte Kontingente, also sei am besten schnell. Den Link findest du unten. 7. Mai 2022 im PS-Speicher, legendäre Location in Einbeck bei Göttingen, also genau in der Mitte von Deutschland. Also sei jetzt schnell, klick auf den Link unten, sicher dir deine Tickets, erlebe mich live, Bene samt neuer Produkte. Und ich habe schon mal gehört, da kommen noch neue Produkte, die ihr gar nicht kennt, raus. Und ganz viele andere Hersteller, wird auf jeden Fall grandios. Das eine oder andere Bier gibt es bestimmt dann am Ende auch. Nicht nur
Bierwash, sondern auch Bierdrink. Ja. Seid auf jeden Fall dabei. Danke fürs Zuschauen. Abonniert unseren Kanal, abonniert Benes Kanal. Aktiviert beide Glocken, damit ihr keine der beiden Videos hier verpasst. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.